Hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man ein Word-Dokument erstellt, wie man Texte formatiert, wie man Bilder einfügt, wie man die Bilder dann ein bisschen anpasst, dass der Text richtig rumherum fließt und das Ganze nachher wieder abspeichert. So, fangen wir an. Erstmal das Programm öffnen. Das kann man, wenn man hier unten in die Leiste hier unten reinklickt. Nutze hier jetzt dafür Word. Einfach öffnen klicken. Dann wählen wir hier keine Vorlage aus, könnte man auch machen. Wir wählen ein leeres Dokument aus. Dann das Ganze hier maximieren. Wir wollen heute eine Urlaubsplanung machen. Das heißt, ich werde jetzt kein konkretes Ziel auswählen, sondern ich werde einfach hier, weil ich sagen wir mal, nicht genügend Bilder zu einem Thema habe, aber ich habe Urlaubsbilder zu verschiedenen Themen rausgesucht. Seht es mir nach, dass das nicht alles richtig zusammenpasst. Es geht ja hier ums Prinzip. So, wir wählen mal aus, also brauchen erstmal einen Titel. Können wir zum Beispiel St. Peter-Ording auswählen. Und hier, wenn man diesen Text formatieren will, muss man das entweder so machen, dass das hier aufpoppt, oder man kann hier davor klicken, dann wird das Ganze markiert, ja, oder man schraffiert das, überfährt das mit der Maus, linke Maustaste gedrückt halten und dann einfach das Ganze schraffieren. Dann kann ich das Ganze formatieren, indem ich hier auf Start klicke. Ich kann zum Beispiel auch diese Leiste hier, kann ich hier drüben mit dem Pin anheften und dann geht die nicht mehr weg. Ja, das ist eigentlich praktischer, finde ich. Oder wenn man halt natürlich mehr Platz braucht, dann kann man das auch wieder wegmachen. So, also wir wollten das hier bearbeiten. Das hier soll eine Überschrift sein. Dafür wählen wir hier unter Start die Vorlage der Überschrift 1 aus. Das ist deswegen wichtig, dass nachher das Dokument versteht, was eine Überschrift ist, was ein normaler Text ist, weil wir wollen nachher noch ein Inhaltsverzeichnis einfügen, dass das Ganze nachher auch automatisch generiert werden kann. So, ich habe die Überschrift ausgewählt, Überschrift 1, und ich kann im Nachhinein, kann ich jetzt auch noch sagen, okay, ich möchte, dass eine Überschrift 1 größer ist. Und ich will die nochmal ordentlich groß haben. So, das soll ein Deckblatt geben. Hier nochmal ein paar Enterzeichen spendieren, dass man weiter im Text runterkommt. Und auch wenn man Bilder einfügt, macht es Sinn, dass man hier vorher auch noch ein paar Enterzeichen, also dass man ein paar mehr Zeilen zur Verfügung hat, dass man da Bilder einfügen kann. Ansonsten ist es manchmal schwierig, da eine richtige Stelle zu tippen und dass man dann noch Text eingefügt bekommt. So, das soll eine Überschrift sein für unser Deckblatt. Hier werden noch weitere Bilder eingefügt werden. Um auf eine neue Seite zu kommen, kann ich entweder die Enter-Taste häufiger drücken. Das ist einmal rechts unten ist die Enter-Taste, oder in dem Haupttastenfeld habe ich die Enter-Taste mittig. In dem Tastenfeld ist die größte eckige Taste. Und dann ich kann auch auf eine andere Art und Weise auf die nächste Seite kommen, wenn ich hier auf Einfügen drücke und auf Seitenumbruch klicke. Dann werde ich auf die nächste Seite geschoben. Also der Cursor wird dann dahin gebracht. So, hier wollen wir ein Inhaltsverzeichnis nachher einfügen. Das wird später kommen. Da werden wir automatisch eines generieren lassen. Als nächstes möchten wir noch auf die nächste Seite dann. Da nutzen wir auch wieder Seitenumbruch. Und hier werden wir die Anreise hinschreiben. Dann wollen wir hier noch ein Hotel haben, wo wir eine Unterbringung haben und später dann noch Sehenswürdigkeiten. Gut. Dafür müssen wir natürlich hier diese Punkte auch, das ist die Anreise, da einmal hier davor klicken, das richtig formatieren. Dafür nutzen wir dann auch eine weitere Überschrift, nicht die Überschrift 1, sondern wir unterscheiden das. Wir nehmen die Überschrift 2 und hier auch die Überschrift 2 und hier ebenso. Ja, damit haben wir schon mal das etwas vorstrukturiert. Man kann natürlich hier noch weitere
Überschriften machen. Man könnte dann auch zum Beispiel noch eine Überschrift 3, wenn man die Sehenswürdigkeiten durchnummerieren möchte, dann kann man das natürlich auch nochmal mit einer anderen Überschrift machen, wenn man möchte, dass sie nachher hier im Inhaltsverzeichnis folgen. So, das heißt hier Inhaltsverzeichnis möchte ich generieren lassen. Das kann ich machen, wenn ich auf Referenzen klicke und dann Inhaltsverzeichnis einfügen und dann wähle ich einfach das hier aus. Ich kann auch ein anderes hier unten weiter auswählen, aber dann kann ich das hier auswählen. So, dann wird das Ganze hier automatisch hingeneriert von meinen Überschriften. Wenn ich das nicht sauber gemacht habe mit den Formatierungen, wie ich es am Anfang gezeigt habe, dann erscheint das hier nicht richtig. Und ihr seht hier den Punkt, wenn ich hier reinklicke, Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Wenn ich jetzt weitere Dinge schreibe und sich die Seiten verschieben, dann kann ich da draufklicken und dann das Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Dann werden auch hier die Seiten aktualisiert. So, kommen wir zu Bildern. Wir wollen Bilder auf das Deckblatt bringen. Da kann man natürlich verschiedene Wege wählen. Ich mache mal hier mein Bild kleiner. Das geht hier oben auf diesem Symbol. Wenn ich das Ganze so habe und ich möchte hier einfach Bilder hin haben, ich habe hier einen Ordner mit Bildern mir angelegt und diese Bilder kann man jetzt, ich habe jetzt hier einfach eine große Anzeige, was haben wir hier, St. Peter, habe ich ein Bild, hier zum Beispiel, das könnte auch ein bisschen woanders an der Küste sein, aber wie gesagt, die Bilder sind jetzt nicht wirklich thematisch richtig passend. Man kann im Prinzip hier einfach die rüberziehen, das Bild. Und dann, ja, das ist erstmal viel zu groß für meinen Geschmack. Dann kann ich hier, wenn ich das anklicke, hier auf die Ecke gehen und schiebe das hier kleiner. Ja, also mit der Maustaste drücken und schieben und dann habe ich das hier etwas kleiner. Okay. Dann möchte ich das Ganze gedreht haben. Das kann ich hier oben an dem Punkt machen und kann dann, ja, aber jetzt kann ich es nicht hier schieben. Seht ihr das? Ich möchte aber trotzdem das frei bewegen können. Dafür muss ich hier auf diesen Punkt klicken, Layout-Optionen, und muss mit Textumbruch, das heißt, das Problem ist, er erwartet jetzt hier, dass da oben drüber und unten drunter Text irgendwie ist und deswegen kann man das nicht wegschieben. Man muss hier einfach, dass das vor dem Text ist, anklicken und dann kann man auch hier dieses Bild hin und her schieben. Ja? Vielleicht noch ein bisschen kleiner und vielleicht noch ein bisschen so. Ja? Diese ganzen Bildoptionen, die kann man auch hier oben erreichen, wenn man hier oben den Reiter bei Bildtool Format auswählt und dann kann man hier diesen Textumbruch auch hier finden. Ja, man kann das auch im Nachhinein wieder ändern, oben, unten. Wir stellen das Ganze auf eng. So, dann wählen wir nochmal ein Bild aus. Haben wir zum Beispiel, ja, das ist jetzt nicht St. Peter, das ist ein bisschen woanders, aber ja, jetzt ist bei Word mir das natürlich hier runtergetippt. Weil das Bild zu groß ist. Wir machen es mal ein bisschen kleiner. Und dann ist es wieder hier oben hingewandert. Ist manchmal ein bisschen blöd, wenn das so hin und her springt. Hier müssen wir also das Bild müssen wir auch auf eng stellen, damit der Textfluss auch hier richtig gewählt wird. Und ja, den könnte man vielleicht so machen. Und wir wählen noch ein Bild aus. Ja, zum Beispiel, das hier ist ein Westerhefer, ein Leuchtturm. Ja, ich wollte es aber an die Stelle haben. Jetzt hat es wieder hier mir das Ganze verschoben. Das heißt, nochmal kleiner machen. So. Und dann, damit ich es richtig verschieben kann, wieder auf eng stellen. Oh, super. Das ist bei Word häufiger der Fall, dass es einem die Bilder irgendwo hinschiebt. So. Notfalls kann man auch einfach hier auf zurückgehen. So, das hier nochmal auf eng. Da ist es. Okay. So, das Ganze nochmal kleiner machen. Und also dieses Hin- und Herspringen ist bei Word einfach ein bisschen nervig. Okay, das heißt, das hier
möchte ich auf eng gestellt haben. Dann möchte ich das so ein bisschen gedreht haben. Und jetzt ist das, oder ich drehe das noch ein bisschen andersrum. Und das hier möchte ich jetzt nach vorne haben. Rechtsklick. Und dann kann ich hier Optionen auswählen. Ich kann natürlich irgendwie eine Ebene nach vorne gehen. Ich möchte das Ganze nach vorne haben. Und das hier soll da sein. Und so, wenn ich jetzt, kann man natürlich noch viel schöner arrangieren. Es soll fürs Beispiel einfach reichen. Dann möchte ich zum Beispiel noch ein weiteres Bild, vielleicht aus dem Internet einfügen. Da wählt man natürlich einen Browser aus und könnte jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt natürlich keine Urlaubsseite, das ist einfach eine Schulhomepage. Und ich möchte jetzt zum Beispiel dieses Bild hier haben, Bild speichern. Und also das heißt, einfach hier einen Rechtsklick drauf machen, speichert das Bild unterm Desktop, wähle den Desktop hier aus, speichern. Dann finde ich das Ganze wieder. So, dann habe ich dieses Bild auf dem Desktop gespeichert. Hier ist es. Und dieses kann ich dann auch einfügen. Zum Beispiel, wir tun mal so, als wäre das hier jetzt hier ein Anreisebild, wo man hinfliegen kann. Dann kann man hier unter Bilder dieses Gerät, kann man dann auch unter hier den Desktop auswählen und kann dieses Bild einfügen. Ja. So, jetzt ist das so, dass mir dieses Bild nicht wirklich gefällt, dass das so zweigeteilt ist und ich möchte vielleicht nur diesen Teil hier haben. Dann mache ich einen Rechtsklick drauf, klicke auf Zuschneiden und kann hier nur einen Bildausschnitt mir auswählen, den ich haben möchte. Und dann klicke ich hier nochmal auf Zuschneiden. Dann habe ich das Ganze ausgewählt und habe jetzt hier sozusagen das begrenzt auf meinen Ausschnitt, den ich haben möchte. Auch hier muss ich wieder auf eng klicken, dass ich das Ganze frei positionieren kann. Und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das hier irgendwie so ein Flugzeug oder irgendwas für meine Anreise. Ist natürlich kein Flugzeug, ist klar. So. Dann kann man hier natürlich auch noch für An- und Abflugzeiten, ich mache das nochmal kleiner, für An- und Abflugzeiten könnte man auch hier noch eine Tabelle einfügen. Tabelle einfügen geht so, einfügen, Tabelle und ich brauche An- und Abflugzeiten. Ja, ich wähle das zum Beispiel so aus. Und dann könnte ich hier Abflug, Ankunft, Flugdauer, könnte man hinschreiben. Da kann man noch eine Fluggesellschaft hinschreiben. So, natürlich, wenn ich nach St. Peter-Ording möchte, muss ich nicht mit dem Flieger fliegen. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Man könnte auch hier einfach Abfahrt, Ankunft und so weiter hinschreiben und einfach dann hier eine Dauer sich raussuchen beim Routenplaner, wie man mit dem Auto dahin kommt. Gut, und hier kann man dann einfach den Flughafen hier hinschreiben oder eben wo man startet und dann eben hier dann auch Reisedauer und so weiter das anpassen. Ja, sagen wir mal 8 Uhr Ankunft, was weiß ich, 10 Uhr, Flugdauer 2 Stunden, Fluggesellschaft. Lassen wir mal frei. Müssen wir noch recherchieren. So, Hotel. Da kann man das Ganze auch nochmal so machen, dass man hier dann eben ein Hotel einfügt. Sehenswürdigkeiten wäre im Prinzip analog auch hier Bilder einfügen. So, wir machen jetzt mal, ich möchte euch noch zeigen, wie man einen Textumfluss hinbekommt. Das heißt, hierfür brauchen wir wirklich nochmal ein Bild, ein Hotel zum Beispiel. Wir wählen mal aus, wir nehmen mal dieses hier. Das setze ich mal hier rein. So. Da das Bild zu groß ist, hat es mir jetzt wieder verschoben. Ich mache das Ganze mal kleiner. Und hier
auch wieder, wenn ich das ein bisschen verschieben will, kann ich das auf eng tippen. So, dann müsste ich erstmal die Sehenswürdigkeiten wieder verschieben. Und so, ich möchte jetzt, dass hier ein Text herumfließt, was jetzt das Hotel betrifft. Dafür wähle ich mir einfach mal einen Beispieltext hier aus. Das ist natürlich nicht nur die Beschreibung von einem Hotel, aber das ist einfach ein Beispieltext, den ich jetzt benutze. Und den füge ich hier ein. So, am besten erst den Text einfügen und dann haben wir hier das Bild. Das möchte ich hier, dass das hier eingepasst ist. Ja, so zum Beispiel. Und Text sieht so in der Art in einem Dokument am besten aus, wenn man ihn finde ich, in Blocksatz setzt. Dann wird das hier, also das hier ist jetzt linksbündig, wie ihr seht. Und wenn das in Blocksatz ist, ist das so. Und dann wird das hier aufgefüllt und dann sieht das wie bei einem Buch aus. Ja? Das kann man hier auch noch größer wählen. Und fett vielleicht. Und da können wir noch hier weitere Punkte anfügen. So soll das aussehen. Das ist jetzt schon mal ein rudimentäres Beispiel dafür. Und hier können wir nochmal das Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Hat sich nicht viel getan. Gut. Damit haben wir ein Dokument erstellt. Wir haben Bilder hinzugefügt. Wir haben die Bilder etwas gedreht. Wir haben auch eine Tabelle eingefügt. Hier könnte man noch sehen, wenn man Tabellen hat, dann kann man hier zum Beispiel auch noch eine neue Tabelle anfügen. Oder wenn man sie löschen will, davor klicken und dann kann man diese löschen. Oder eben, wenn man die Fluggesellschaft gar nicht braucht, dann kann man auch hier einfach diesen Bereich markieren. Linksklick, Maustaste, das Ganze markieren, Rechtsklick und dann die Spalten einfach löschen. So. Was soll als erstes reichen? Dann muss das Ganze gespeichert werden. Datei, Speichern unter. Dann wähle ich mir aus, wo ich das Ganze hinspeichern möchte. Ich möchte es auf dem Desktop speichern. Nenne das Ganze hier noch mit einem Namen. Hier kann das bleiben. Und dann drücke ich einmal auf Speichern. So, damit habe ich das Ganze auf dem Desktop gespeichert. Hier ist die Datei. So, wenn ich das Ganze zumache, habe ich diese Datei hier und dann kann das, je nachdem, wo ich es hinhaben möchte, ich kann es natürlich auch ausdrucken und das kann an jeglichen Ort zur Speicherung oder kann man auch per E-Mail dann nachher verstecken.